Wie man auf Deutsch denkt, ohne zu übersetzen. Stell dir vor, du hörst einen einfachen Satz auf Deutsch. Ich gehe nach Hause. Viele Lernende machen in diesem Moment ganz automatisch etwas. Sie übersetzen den Satz zuerst in ihre Muttersprache. Erst nach diesem Umweg verstehen sie sicher, was gemeint ist. Und erst dann versuchen sie, eine Antwort auf Deutsch zu formulieren. Dieses ständige Übersetzen wirkt am Anfang wie eine sinnvolle Brücke. Unser Gehirn greift auf das zurück, was ihm am vertrautesten ist, die eigene Sprache. Genau dadurch entsteht jedoch ein Problem. Jeder Gedanke, jedes Gespräch wird langsamer, komplizierter und anstrengender. Statt spontan zu reagieren, entsteht im Kopf ein kleiner Stau. Vielleicht kennst du das. Du willst etwas sagen, aber in dir läuft ein langer Prozess ab. Zuerst bildest du den Satz in deiner Muttersprache, dann suchst du passende deutsche Wörter, dann bastelst du an der Grammatik. Währenddessen ist die Situation schon weitergegangen und du fühlst dich unsicher. Nicht, weil du schlecht bist, sondern weil der Umweg Zeit und Energie frisst. Die Wahrheit ist, solange du jeden Satz innerlich übersetzt, bleibst du in einer mentalen Zwischenstation stecken. Flüssigkeit, Spontanität und echtes Sprachgefühl entstehen erst, wenn du beginnst, direkt auf Deutsch zu denken, also Bedeutungen ohne Umweg mit deutschen Wörtern zu verknüpfen. Genau darum geht es in diesem Kurs. Wir zeigen dir, wie du das Übersetzen schrittweise reduzierst und wie Deutsch in deinem Alltag immer natürlicher wird. Durch klare Techniken, kleine Übungen und feste Routinen. So gewinnst du Tempo, Sicherheit und Freude am Sprechen. Nicht irgendwann, sondern Schritt für Schritt, jeden Tag ein bisschen mehr. Vielleicht fragst du dich, warum übersetze ich überhaupt ständig? Könnte ich nicht einfach direkt auf Deutsch denken? Die Antwort liegt in der Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn liebt Abkürzungen. Es greift immer zuerst auf das zurück, was wir am besten kennen, und das ist unsere Muttersprache. Wenn du also einen deutschen Satz hörst, sucht dein Gehirn automatisch nach einer Verbindung zu dem, was schon vertraut ist. Die Muttersprache dient wie eine Art Sicherheitsnetz. Gerade am Anfang ist das völlig normal. Stell dir vor, du siehst ein neues Wort wie der Stuhl. Dein Gehirn fragt sofort, was heißt das in meiner Sprache? Und sobald die Verbindung da ist, fühlst du dich sicher. Es ist, als würdest du eine Brücke bauen zwischen dem Neuen und dem Bekannten. Das Problem entsteht erst später. Wenn du diese Brücke jedes Mal benutzt, kommst du nie ohne sie aus. Dein Kopf macht dann bei jedem Gespräch einen Umweg. Deutsch, Muttersprache, zurück ins Deutsche. Und genau dieser Umweg kostet Zeit und blockiert Spontanität. Warum ist das so schwer zu vermeiden? Weil unser Gehirn Gewohnheiten liebt. Wenn es sich einmal an den Übersetzungsweg gewöhnt hat, nimmt es ihn immer wieder. Man könnte sagen, Übersetzen ist die Standardeinstellung. Es passiert automatisch, solange du nicht bewusst etwas anderes trainierst. Die gute Nachricht, unser Gehirn ist lernfähig. Mit gezielten Techniken kannst du neue Verbindungen schaffen, direkte Verknüpfungen zwischen dem deutschen Wort und seiner Bedeutung, ohne Umweg über deine Muttersprache. Genau das ist das Ziel dieses Kurses, den Automatismus umzuprogrammieren, Schritt für Schritt. Wenn du verstehst, warum dein Gehirn übersetzt, kannst du dir selbst gegenüber geduldiger sein. Es ist nichts Falsches an dir. Es ist einfach der normale Mechanismus des Lernens. Und sobald du ihn erkennst, kannst du beginnen, ihn zu verändern. Auf den ersten Blick scheint Übersetzen ein hilfreiches Werkzeug zu sein. Schließlich verstehst du durch diesen Umweg, was gemeint ist. Doch je länger du in dieser Gewohnheit bleibst, desto deutlicher zeigen sich die Nachteile und genau sie halten dich davon ab, wirklich flüssig zu werden. Der erste Nachteil ist die Zeitverzögerung.
Wenn du im Kopf ständig übersetzt, bist du in Gesprächen immer 1 bis 2 Schritte hinter deinem Gegenüber. Während andere schon auf die nächste Frage warten, bist du noch dabei, den letzten Satz zu entschlüsseln. Das erzeugt Stress und Unsicherheit. Der zweite Nachteil ist die fehlende Spontanität. Sprache lebt davon, dass man frei reagiert, lacht, Fragen stellt oder Emotionen ausdrückt. Wer aber immer überlegt, wie ein Satz in der Muttersprache lautet und wie er ins Deutsche übertragen werden kann, klingt oft hölzern und unnatürlich. Ein weiterer Punkt. Durch ständiges Übersetzen entsteht leicht Fehleranfälligkeit. Nicht alles lässt sich 1:1 übertragen. Bestimmte Redewendungen oder Satzstrukturen funktionieren in der Muttersprache, klingen auf Deutsch aber merkwürdig. Wer zu stark übersetzt, produziert deshalb häufig Sätze, die zwar verstanden werden, aber untypisch oder sogar falsch klingen. Und schließlich führt Übersetzen oft zu Frust und Selbstzweifel. Viele Lernende merken, dass sie trotz Vokabelkenntnis nicht locker sprechen können. Sie fühlen sich blockiert, denken, sie seien schlecht in Sprachen, dabei ist nur die Methode das Problem. Die Übersetzungsfalle wirkt also wie ein unsichtbares Hindernis. Du lernst, aber kommst nicht voran. Genau deshalb ist es so wichtig, bewusst auszusteigen und direktes Denken auf Deutsch zu üben. Erst dann wirst du erleben, wie leicht und frei Kommunikation wirklich sein kann. Wenn wir verstehen wollen, wie man ohne Übersetzen denkt, lohnt es sich, einen Blick auf Kinder zu werfen. Kinder lernen ihre Muttersprache nicht durch Vokabellisten oder Wörterbücher. Sie bauen keine Brücke über eine andere Sprache, sondern verknüpfen Wörter direkt mit Erfahrungen, Bildern und Gefühlen. Ein Beispiel. Ein Kind hört immer wieder das Wort Ball, während es gleichzeitig sieht, wie jemand den Ball wirft oder damit spielt. Das Gehirn verknüpft den Klang des Wortes direkt mit dem runden Gegenstand und der Handlung. Es gibt keine Zwischenstation, keine Übersetzung. Das Wort wird unmittelbar mit der Realität verbunden. Genau dieses Prinzip können auch Erwachsene nutzen. Natürlich haben wir schon eine entwickelte Muttersprache und unser Gehirn greift gern darauf zurück. Doch mit bewusster Übung können wir lernen, neue Wörter direkt mit Bildern, Handlungen oder Situationen zu verbinden, genau wie Kinder es tun. Der Vorteil dieser Methode ist enorm. Wenn du ein deutsches Wort sofort mit seiner Bedeutung verbindest, sparst du dir den Umweg über deine Muttersprache. Du reagierst schneller, denkst natürlicher und bekommst nach und nach das Gefühl, die Sprache von innen heraus zu beherrschen. Ein weiterer Aspekt. Kinder wiederholen ständig. Sie hören dieselben Wörter in verschiedenen Kontexten, probieren sie selbst aus und passen sie immer wieder an. Auch das kannst du übernehmen, indem du neue Wörter bewusst mehrfach hörst, sie in eigenen Sätzen benutzt und sie in verschiedenen Situationen anwendest. Das Lernen wie ein Kind bedeutet also nicht, naiv zu sein, sondern eine clevere Abkürzung zu nutzen. Direkte Verknüpfung statt Übersetzungsumweg. Genau darauf bauen die nächsten Kapitel auf, mit Techniken, wie du dieses Prinzip gezielt trainieren kannst. Wie kannst du nun konkret erreichen, dass du Wörter nicht mehr mit deiner Muttersprache verbindest, sondern direkt mit Bildern, Situationen oder Gefühlen? Dafür gibt es mehrere einfache, aber sehr wirkungsvolle Techniken. Die erste Technik ist Bildassoziation. Anstatt eine Vokabel mit ihrer Übersetzung zu lernen, verknüpfe sie mit einem Bild. Stell dir vor, du lernst das Wort Apfel. Anstatt innerlich Apfel gleich Apple oder Apfel gleich Manzana zu sagen, ruf dir sofort ein Bild eines roten Apfels ins Gedächtnis. Dein Gehirn speichert diese Verbindung direkter und schneller. Die zweite Technik sind Flashcards mit Bildern. Viele Lern-Apps bieten die Möglichkeit, statt Übersetzungen Bilder zu verwenden. Du siehst also ein Bild von einem Tisch und liest nur das Wort der Tisch.
Keine Übersetzung, nur die direkte Verbindung. Eine dritte Methode ist das Lernen im Kontext. Anstatt einzelne Wörter auswendig zu lernen, präge dir Sätze oder kleine Szenen ein. Zum Beispiel: Ich setze mich auf den Stuhl. Dabei stellst du dir bildlich vor, wie du dich auf einen Stuhl setzt. So bleibt das Wort Stuhl direkt mit der Handlung verbunden. Auch Emotionen helfen. Wörter, die du mit einem Gefühl verknüpfst, bleiben viel stärker im Gedächtnis. Wenn du zum Beispiel das Wort kalt lernst, stell dir vor, wie du draußen im Winter frierst. So wird das Wort lebendig und braucht keine Übersetzung mehr. Schließlich gibt es die Technik der kreativen Verknüpfung. Baue dir kleine Geschichten oder verrückte Bilder im Kopf. Je ungewöhnlicher, desto besser erinnert sich dein Gehirn. All diese Methoden haben ein Ziel. Dein Gehirn soll neue Wörter nicht über den Umweg der Muttersprache abspeichern, sondern direkt mit Bildern, Handlungen und Gefühlen verbinden. So lernst du, die Sprache so zu benutzen, wie Kinder es tun, natürlich und ohne Übersetzen. Direkt auf Deutsch zu denken, klingt nach einer großen Herausforderung, aber in Wahrheit beginnt es mit ganz kleinen Schritten. Der Schlüssel liegt in Mini-Übungen, die du leicht in deinen Alltag einbauen kannst, ganz ohne zusätzlichen Zeitaufwand. Eine einfache Übung: Beschreibe, was du gerade tust. Wenn du dir einen Kaffee machst, sag dir innerlich: Ich koche Kaffee. Wenn du die Tür schließt: Ich mache die Tür zu. Solche Minisätze trainieren dein Gehirn, die Handlung sofort mit deutschen Wörtern zu verbinden. Eine zweite Übung ist: Beschreibe, was du siehst. Schaue dich im Zimmer um und bilde einfache Sätze. Der Tisch ist groß, das Fenster ist offen, der Hund schläft. Je einfacher die Sätze sind, desto besser. Es geht nicht um komplexe Grammatik, sondern direkte Verknüpfung. Sehr effektiv ist auch: Denke den Tag in kleinen Schritten durch. Morgens beim Aufstehen: Ich stehe auf. Beim Zähneputzen: Ich putze meine Zähne. Beim Hinausgehen: Ich gehe zur Arbeit. Mit der Zeit entsteht eine Gewohnheit, Alltagsroutinen automatisch auf Deutsch zu formulieren. Eine weitere Technik: Nutze Fragen an dich selbst. Zum Beispiel: Was esse ich? Ich esse Brot. Oder: Wohin gehe ich? Ich gehe ins Büro. Diese Mini-Dialoge sind spielerisch und machen Spaß. Der Vorteil solcher Mini-Übungen: Du brauchst keine extra Lernzeit. Du nutzt Momente, die ohnehin stattfinden, und machst daraus ein Training. Schon nach wenigen Wochen wirst du merken, dass dein Kopf schneller auf Deutsch reagiert. Ohne Übersetzung. Diese kleinen Schritte wirken unscheinbar, aber sie sind mächtig. Denn genau aus diesen Bausteinen wächst nach und nach die Fähigkeit, längere Gedanken und Gespräche direkt auf Deutsch zu führen. Wenn du die Mini-Übungen aus dem Alltag gemeistert hast, kannst du einen Schritt weitergehen. Innere Dialoge auf Deutsch führen. Das klingt vielleicht ungewöhnlich, ist aber eine der effektivsten Methoden, um wirklich im Deutschen zu denken. Stell dir vor, du planst deinen Tag. Normalerweise würdest du in deiner Muttersprache überlegen: Okay, heute gehe ich einkaufen, danach rufe ich meine Freundin an. Versuche stattdessen, genau diesen Gedankenprozess auf Deutsch zu führen. Heute gehe ich einkaufen. Danach rufe ich meine Freundin an. Du denkst also nicht mehr über Übersetzungen nach, sondern benutzt Deutsch direkt als Werkzeug. Du kannst innere Dialoge auch nutzen, um kleine Diskussionen mit dir selbst zu führen. Beispiel: Soll ich jetzt lernen oder lieber später? Nein, ich mache es jetzt. Durch solche einfachen Fragen und Antworten trainierst du nicht nur Vokabeln, sondern auch deine Spontanität. Sehr hilfreich ist außerdem, Situationen aus der Vergangenheit oder Zukunft in Gedanken durchzuspielen. Stell dir vor, wie du jemandem auf Deutsch erzählst, was gestern passiert ist. Gestern habe ich einen Film gesehen. Er war sehr spannend. Oder plane in Gedanken ein Gespräch, das bald ansteht.
Entschuldigung, wo ist die U-Bahn? Ein weiterer Vorteil innerer Dialoge: Du übst ohne Druck. Niemand hört dir zu, du musst keine Angst vor Fehlern haben. Es ist dein geschützter Raum, in dem du frei experimentieren kannst. Mit der Zeit wirst du merken, dein Kopf schaltet schneller auf Deutsch um. Was am Anfang noch bewusstes Training war, wird nach und nach automatisch. Dein Gehirn lernt, dass es auch ohne Muttersprache auskommt, und genau das bringt dich in Richtung echtes Deutschdenken. Das Übersetzen im Kopf ist eine Gewohnheit. Und genau deshalb kannst du es auch mit neuen Gewohnheiten ersetzen. Der Schlüssel liegt darin, Routinen aufzubauen, die dich automatisch ins Deutsche bringen. Eine einfache Routine ist ein fester Lernslot am Tag. Zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen 10 Minuten Deutsch hören oder lesen. Wenn du jeden Tag zur gleichen Zeit übst, wird es zur Selbstverständlichkeit und dein Gehirn schaltet ganz automatisch in den Deutschmodus. Sehr effektiv ist auch ein Tagebuch auf Deutsch. Schreibe jeden Abend ein paar Sätze über deinen Tag. Heute habe ich viel gearbeitet. Am Nachmittag bin ich spazieren gegangen. Diese Routine zwingt dich, Gedanken direkt auf Deutsch zu formulieren, ohne vorher zu übersetzen. Auch Mini-Challenges sind hilfreich. Nimm dir zum Beispiel vor, heute denke ich beim Kochen nur auf Deutsch. Oder heute beschreibe ich auf dem Weg zur Arbeit alles, was ich sehe. Solche kleinen Spiele halten dein Gehirn aktiv und trainieren direktes Denken. Eine weitere Möglichkeit: Apps und Medien bewusst auf Deutsch nutzen. Stelle dein Handy auf Deutsch, höre Musik oder Podcasts auf Deutsch, schau kurze Videos. So gewöhnst du dich daran, Deutsch nicht als Lernfach, sondern als normalen Teil deines Alltags wahrzunehmen. Das Geheimnis von Routinen ist die Wiederholung. Am Anfang kostet es etwas Überwindung, doch schon nach wenigen Wochen fühlt es sich seltsam an, wenn du deine Gewohnheit auslässt. Genau dann bist du auf dem richtigen Weg. Deutschdenken ist nicht mehr eine Übung, sondern ein fester Teil deines Lebens. Je mehr du solche Routinen einbaust, desto weniger Raum bleibt für die alte Gewohnheit des Übersetzens. Schritt für Schritt ersetzt du den Umweg durch die direkte Verbindung, bis dein Kopf ganz selbstverständlich in Deutsch denkt. Viele Lernende erwarten, dass sie von heute auf morgen komplett auf Deutsch umschalten können. Doch in der Realität läuft dieser Prozess in kleinen Schritten ab. Und das ist völlig normal. Der Übergang vom Übersetzen zum direkten Denken geschieht nicht über Nacht, sondern in Phasen. Am Anfang entstehen oft gemischte Gedanken. Du denkst vielleicht einen Teil auf Deutsch und den Rest noch in deiner Muttersprache. Ein Beispiel: Heute gehe ich Supermercado. Solche Mischsätze wirken chaotisch, sind aber ein Zeichen dafür, dass dein Gehirn beginnt, Deutsch in den Alltag einzubauen. Mit der Zeit verschiebt sich das Gleichgewicht. Aus einzelnen deutschen Wörtern werden kurze Sätze, aus kurzen Sätzen werden ganze Gedanken. Irgendwann merkst du, für einfache Situationen wie „Ich brauche Wasser“ oder „Wo ist die Toilette?“ denkst du automatisch auf Deutsch, ohne Übersetzung. Wichtig ist, diese Mischphase nicht als Fehler, sondern als Fortschritt zu sehen. Dein Gehirn baut neue Verbindungen auf und dafür braucht es Übergänge. Genau wie ein Kind, das am Anfang einfache Wörter mischt, bevor es längere Sätze beherrscht. Ein weiterer Punkt: Der Übergang geschieht nicht gleichmäßig in allen Bereichen. Vielleicht denkst du beim Sprechen schneller auf Deutsch, greifst beim Schreiben aber noch auf deine Muttersprache zurück. Oder umgekehrt. Auch das ist normal. Mit Geduld, Routinen und bewusster Übung wird der Anteil an Deutsch in deinem Denken immer größer. Bis du eines Tages feststellst, du hast gerade mehrere Minuten lang nur auf Deutsch gedacht, ganz ohne Anstrengung.
Dieser Moment ist ein Meilenstein. Er zeigt dir, dass du die Übersetzungsfalle hinter dir lässt und die Sprache wirklich beginnst, von innen heraus zu leben. Wenn du bis hierhin gefolgt bist, hast du verstanden. Übersetzen ist ein natürlicher Startpunkt, aber kein Ziel. Solange du in deiner Muttersprache denkst und jeden Satz umformst, bleibst du langsamer, unsicherer und fühlst dich blockiert. Der Weg zur echten Sprachfreiheit führt über das direkte Denken auf Deutsch. Du hast gelernt, warum unser Gehirn automatisch übersetzt und welche Nachteile diese Falle mit sich bringt. Du hast gesehen, wie Kinder durch direkte Verknüpfung lernen und wie auch du diese Methode nutzen kannst, mit Bildern, Emotionen und Kontexten statt mit Vokabellisten. Wir haben kleine Übungen besprochen, mit denen du sofort im Alltag beginnen kannst. Einfache Sätze zu deinen Handlungen, Beschreibungen deiner Umgebung, innere Dialoge. Diese Minischritte sind mächtiger, als sie scheinen. Sie verwandeln Deutsch von einem Schulfach in ein Werkzeug, das du ständig nutzt. Mit Routinen, Tagebuch, feste Lernzeiten, Challenges schaltest du das alte Muster der Übersetzung Schritt für Schritt aus. Dabei durchläufst du eine Übergangsphase mit gemischten Gedanken, bis du immer öfter feststellst, dein Kopf denkt automatisch auf Deutsch. Das Fazit ist klar. Direktes Denken bringt dir Tempo, Spontanität und Sicherheit. Du reagierst schneller, drückst dich natürlicher aus und bekommst ein Gefühl dafür, wie die Sprache wirklich funktioniert. Übersetzen war eine Krücke, jetzt gehst du frei. Dein Ziel ist nicht, perfekt fehlerfrei zu sein, sondern frei zu sprechen und zu verstehen. Jeder kleine Moment, in dem du auf Deutsch denkst, ist ein Schritt in diese Richtung. Also, fang heute an. Beschreibe, was du siehst. Rede innerlich mit dir selbst. Schreibe 2 Sätze ins Tagebuch. Kleine Handlungen, große Wirkung. Mit der Zeit wirst du merken, Deutsch ist nicht mehr fremd. Es ist ein Teil von dir geworden.